In Teil 13 wollen wir die Flügelwand aufrichten, sprich, wir haben sie ja hier sieht man es, XY-Ebene konstruiert und wir wollen sie aufrichten natürlich in die ZX-Ebene. Ja, also man kann eine Geometrie um die eigenen Kanten drehen. Also gucken wir mal hier weiter. Das ist ja unsere Polylinie und diese wollen wir nun sozusagen ja, irgendwie aufspalten oder wir wollen an die einzelnen Kanten rankommen. Und dafür gibt es hier unter Surface die Komponente Deconstruct Wrap, mit der man eben eine Umrandung aufspalten kann. So, die brauchen wir auf jeden Fall. Was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich jetzt ein Rotate Axis, weil wir wollen die Geometrie ja rotieren. Rotate finden wir unter Transform und hier Rotate Axis. Wir wollen um eine Achse drehen. Schauen wir mal, was da hineingeht. Also zunächst mal die Geometrie. Gut, also Polylinie hier hinein. Da sieht man schon, das ist jetzt unser Wrap. Dann geht das da hinein und dann wird hier abgefragt Winkel und Achse. Zunächst mal kümmern wir uns um die Achse, also um welche soll gedreht werden und das ist ja genau die Kante, die hier unter Edges abgefragt werden kann. Wenn ich da mit der Maus draufstehe, sehen wir schon, das sind 5 Kanten zu sehen, also 5 Kurven zu sehen. Und dafür holen wir uns ein List-Item. Ja, ein List-Item hier. Und wollen dort mal die einzelnen Kanten hineingeben. Und ja, Index sind ja 5 Kanten, sieht man hier, 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir uns mal einen Slider. Beginnend bei 0 bis 4 sind also 5 Indize. Gebe ich da rein. Und dann sieht man hier schon, jetzt wird diese Seite, oder hier sieht man es auch, diese erste Seite wird grün hervorgehoben, das ist also Index 0. Und wenn ich hier weitergehe, Index 1, Index 2, 3, 4 und 5, 5 gibt es nicht, 1, 0 bis 4, sieht man genau eben, dass er die 5 Kanten highlightet. So kommen wir also an die Kanten ran. Und wir wollen ja drehen um diese hier. Das scheint also Index 4 zu sein. Gut, das ist also unsere Axis, die wir hier reingeben. Und da sieht man schon, jetzt hat er den sogar tatsächlich um 90 Grad gedreht. Das scheint hier die Voreinstellung zu sein. Aber Vorsicht, hier steht Rotation Angel in Radians, also in Radiant. Üblicherweise oder einfacher für mich wäre es in Grad einzugeben. Deswegen mache ich mir wieder einen Slider, der da gehen soll von 0 bis 360. So. Und jetzt müssen wir die Grad noch umrechnen in Radiant. Dafür gibt es aber eine Mathe-Komponente hier unter der Trigonometrie. Da ist sie, die heißt Radianz. So, jetzt müssten wir alles beisammen haben. Also ich gebe den Winkel da rein in Grad. Der wird umgerechnet in Radiant. Und 0 heißt also auch Radiant 0, deswegen passiert nichts. Und wenn ich jetzt hier drehe, sieht man sehr schön, wie um diese Kante die Flügelwand gedreht wird. Und 90 Grad, wenn ich hier 90 einstelle, dann ist das natürlich genau der rechte Winkel und wir sind in der XZ-Ebene. Ja, wenn ich hier ändere, sieht man natürlich, könnte man genauso
auch um die anderen Achsen drehen. Hier, ja, ist eine sehr schöne Funktion, die man anschaulich gut kontrollieren kann. Aber wir wollen ja dahin. So, das ist also unsere Kante, um die wir drehen wollen. Wir haben die Flügelwand aufgerichtet. Tatsächlich sind es aber ja zwei Flügelwände, die rechts und links hier irgendwo im Fundament stehen sollen. Vielleicht machen wir das gerade noch. Also zwei Stück, beziehungsweise wir schieben die eine jetzt erstmal da rechts rüber und machen dann die andere. Dazu brauchen wir natürlich den Abstand zwischen den beiden Flügelwänden. Ja, nehme ich mir einfach wieder einen Slider. Setzen wir vielleicht hier dazu, weil wir hier alles einstellen. Also einen Abstand der Flügelwände von 0 bis, sagen wir mal, 10 Meter. Und das ist dann der Abstand der Flügel. Abstand der Flügel. Und der Abstand der Flügel, ja, also ich will von hier zum halben Abstand rüber, also ich müsste durch 2 teilen. Wie mache ich das hier mal am besten? Ich setze mir mal hier oben ein Division hin, also die Geteilt-Taste, die über der 7, haben wir Division und stelle mal Flügelwand hier ein. Ja, vielleicht gehen wir mal auf eine oder eine Nachkommastelle oder 2. Nehmen wir ruhig 2, ist egal. Dann können wir hier mal 4,50 Meter einstellen. Also Abstand der Flügelwände 4,50 Meter, das heißt die Hälfte davon, also hier bei B, rechte Maustaste, Set Data Item 2, also ich teile die 4,50 Meter durch 2 und will natürlich jetzt verschieben. Das ist die Y-Achse, sehen wir, also brauche ich einen Y-Vektor, stecke ich da rein und ja, brauche ich noch einen Move, also Transform, Move-Komponente. Hier haben wir sie. Okay, also unsere Geometrie, diese Geometrie soll verschoben werden um die Hälfte. Und dann ist sie da drüben. Jetzt hier in grün dargestellt. Wenn einen das stört, dass hier die alte oder die erste Lage noch zu sehen ist, mittlere Maustaste auf die Komponente und ausschalten, dann sehen wir sie nicht mehr. Genauso mit dieser liegenden Fläche da unten könnte man auch ausschalten und hier ausschalten, dann sieht man es gar nicht mehr. Ist aber Geschmackssache. Ich lasse sie eingeschaltet. Jetzt habe ich die auf der einen Seite, jetzt muss ich sie noch auf die andere Seite bringen. Ja, kopiere ich mir einfach diese 3 Komponenten. Kopieren, einfügen, setzt mal hier drunter. Geometrie geht da rein und hier muss natürlich dann ein -2 stehen, damit es in die andere Richtung auch kopiert wird. Ja, sieht man direkt die visuelle Kontrolle. Schiebe das mal hier hin. So ein bisschen untereinander, passt zusammen. Ja, sehr schön. Haben wir also unsere Flügelwand aufgerichtet und direkt auch hier nach rechts und links gebracht und über den Abstand der Flügelwände hier können wir das Ganze wunderschön variieren. 4,50 Meter will ich einfach mal als Ausgangsgröße da stehen haben. Alles klar, dann bis zum nächsten Video.